Ja, und diese Tarifverhandlungen, die finden in Hannover statt, nicht in Wolfsburg beim Stammwerk. Und Greta Wagner wird das Ganze für uns beobachten. Guten Morgen, Greta. Ja, also bei VW ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Was ist denn dann heute zu erwarten? Ja, es sind knallharte Verhandlungen zu erwarten. Die Positionen, sie könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Und die IG Metall, sie hat eine klare rote Linie gesetzt. Und zwar ist mit ihnen über Massenentlassungen oder Betriebswerksschließungen überhaupt nicht zu sprechen. Und da hatten wir ja schon in den vergangenen Wochen von VW ganz andere Stimmen gehört. Und zwar, dass man da tatsächlich darüber nachdenkt, sogar ganze Betriebe zu schließen, dass einfach Verkäufe fehlen für ganze 2 Werke und dass man damit mit bis zu 30.000 Stellen rechnen könnte, die gestrichen werden müssen. Aber das hat die IG Metall gesagt, wenn man so schon an einen Verhandlungstisch tritt, dann gibt es da gar nichts zu reden. Deshalb sind wir heute wirklich sehr gespannt, wie diese Gespräche ablaufen werden. Und es sind ja heute auch einige Statements geplant. VW ist jetzt erst einmal vorweggeprescht. Sie wollen gleich um 8:30 Uhr schon mal vor den Verhandlungen etwas sagen. Dann kommt die IG Metall so gegen 10 Uhr und um 11 Uhr setzt man sich dann zusammen und möchte reden. Schauen wir noch mal kurz darauf, was die IG Metall dann tatsächlich fordert. Sie fordern eben nicht nur konkrete Sparpläne, sondern sie wollen eigentlich auch mehr Lohn für die Beschäftigten. 7% haben sie gefordert und sie meinen, da wollen wir auch für VW keine Ausnahmen machen. Und VW hingegen sagt, wir müssen irgendwie aufeinander zugehen. Wir sind in einer noch nie dagewesenen Krise und müssen einfach Einsparungen machen. Und da erwarten sie eben auch von der IG Metall, dass man da aufeinander zugeht. Diese Verhandlungen sollten eigentlich erst Ende Oktober stattfinden. Sie wurden jetzt aber vorgezogen, weil VW eben bekannt gemacht hat, dass man sich eben in dieser harten Krise befindet und dass man tatsächlich auch damit rechnet oder damit liebäugelt, sogar Betriebe zu schließen. Es sollen tausende Jobs wegfallen. Und dann hat man gesagt, nein, wir müssen uns jetzt zusammensetzen. Da gibt es auf jeden Fall Redebedarf. Und man muss auch sagen, diese Verhandlungen, sie stehen jetzt auch unter einem enormen Zeitdruck. Denn die Betriebssicherheit hatte VW ja schon aufgekündigt, die gibt es nicht mehr. Und wenn bis Ende Dezember keine Einigung da ist, dann geht auch eine Einigung weg, die mit dieser Betriebssicherheit einhergeht, nämlich dass Beschäftigte aktuell auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld verzichten. Und wenn bis Dezember keine Einigung mit den Tarifen da ist, dann entfällt eben auch dieser Verzicht der Belegschaft. Und die IG Metall meint, dann könnte es für VW noch teurer werden. Deshalb sind wir heute wirklich sehr gespannt, was jetzt tatsächlich bei diesen Verhandlungen rauskommt. Und erst einmal auch gespannt, was VW gleich vorab schon zu sagen hat. Na, da werden wir wirklich gucken, ob der Deckel auf dem Topf bleibt bei dem Druck, der da drauf ist. Du wirst das Ganze für uns beobachten, Greta. Danke für den Moment nach Hannover.